Wir werden sehen, dass dieser Tatort uns noch mehr verrät über den Mörder, über seine spätere Vorgehensweise. Wenn wir uns gleich zu den anderen Tatorten bewegen, Blue Rock Springs, Lake Berryessa, dann werden wir gewisse Erkenntnisse erlangen. Dann erscheint uns dieser Tatort hier, was aber hier nachkommen sollte, den Killer in der Geschichte einzigartig machen. Er nahm das erste Mal Kontakt mit der Presse auf, gab sich den Namen Zodiac, verschickte verschlüsselte Botschaften, die erste Nacht dieser Tat, und die Morde sollten skrupelloser. Von der Brutalität her war dieser Fall der schlimmste. Von der Gerissenheit her sollte er aber bei der nächsten Tat noch einen draufsetzen. Es sollte aber auch zum Glück das letzte Mal sein, dass der Killer zuschlägt. Er hatte oft mit dem Feuer gespielt und war kurz davor, sich zu verbrennen. Er hatte sein Ziel erreicht. Die Leute wussten jetzt, wer der Zodiac-Killer ist. Er war das Gesprächsthema in San Francisco. Viele machten sich auf die Suche nach ihm. Viele glaubten zu wissen, wer der Zodiac-Killer war. Das Geheimnis um seine Identität aber ist bis heute nicht gelüftet. Bis heute nicht gelüftet. Vorläufiges Täterprofil. Ja, was wir bisher über den Killer herausgefunden haben, sieht folgendermaßen aus. Dass er Rechtshänder war, da die Wunde des Taxifahrers direkt vor dem oberen Teil des rechten Ohrs lag. Keine Souvenirs mitgenommen, keine raubmotivierten Taten, war also nicht auf Geld angewiesen. Bedeutet gleichzeitig, dass er höchstwahrscheinlich einen festen Job hatte. Ortskenntnisse. Die Tatorte waren ihm nicht fremd, kannte sich in den Gegenden, wo er zugeschlagen hatte, ziemlich gut aus, wusste, wie er am schnellsten nach der Tat verschwinden konnte. Deshalb würde ich sagen, dass er aus San Francisco kam. Detaillierte Beschreibung der Tatumstände, wusste, wie man sich artikuliert, hatte ein gutes Gedächtnis, keine ungebildete Person. Kaltschnäuzig, vor, während und nach der Tat, ließ ihn nicht aus der Ruhe bringen. Selbst als die Polizei ihn anhielt, geriet er nicht in Panik, sondern bewies eine erstaunliche Abgeklärtheit. Guter Schütze, seine Trefferquote bei der ersten Tat zeigt, dass der Umgang mit Waffen ihm nicht fremd war. Hatte er immer eine Handlampe dabei? Vielleicht kein ausschlaggebendes, aber kein unbedeutendes Detail, um das Täterprofil zu vervollständigen. Familienvater, die Kinderkleider, die Cassian Jones in seinem Auto gesehen hat, lassen darauf schließen, dass der Kerl eine Familie oder zumindest Kinder hatte. Die Polizeistation und ihre Zuständigkeitsbereiche waren ihm bekannt. Ich glaube, das war so sein Geheimnis. Deshalb auch dieses Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Als ob er denen sagen wollte, seht her, ich habe keine Angst vor euch, ich bin euch immer einen Schritt voraus, denn ich kenne eure nächsten Schritte. War sich irgendwie sicher, nicht erwischt zu werden? Kannte höchstwahrscheinlich Darlene Ferrin. Die mysteriösen Telefonanrufe bei den Verwandten kurz nach der Tat und die Aussage von Mike, wie der Täter sich am Tatort verhielt, dass er zuerst wegfuhr und dann wiederkam, sagt uns, dass sie ihm, wenn auch nur flüchtig, bekannt sein musste. Das war das, was wir bisher über den Killer zusammengetragen hatten. Wir werden versuchen, weitere Kenntnisse über den Zodiac zu erlangen, damit wir noch präzisere Angaben über ihn machen können, um dann das endgültige Täterprofil zu bestimmen. Um unseren Täterprofil zu komplettieren, müssen wir herausfinden, woher unser Killer genau kam. Dazu gibt es 3 Theorien. Theorie 1: Tötet in der Nähe seines Wohnortes oder Arbeitsplatzes, weil er sich in der Gegend sicher fühlt und dadurch schneller entkommen kann. Je erfahrener er wird, desto mehr entfernt er sich dann von seiner Wohngegend. Theorie 2: Begeht den ersten Mord weit entfernt von zu Hause, da er Angst hat, erkannt zu werden, schlägt dann aber immer weiter in der Nähe seiner Wohnung zu, weil er nachlässiger oder schlampiger wird. Theorie 3 besagt, dass die ersten beiden Tatorte alles verraten. Die Frage ist jetzt nun, welcher dieser Theorien auf unseren Killer hier zutrifft. Um das herauszufinden, muss sich der Mittelpunkt aller Tatorte feststellen. Wir haben 5 Tatorte: Lake Herman Road,
Blue Rock Springs Park, Lake Berryessa, Washington and Cherry und bei Cassine Jones habe ich jetzt Vernals Road als Tatort bestimmt. Ich habe die Entfernung zwischen den einzelnen Tatorten gemessen. Zum Beispiel sind es von Lake Hammer Road bis nach Blue Rock Springs Park ungefähr 4,1 Meilen bei einer Fahrzeit von 6 Minuten. Oder von Lake Hammer Road nach Lake Berryessa 41,9 Meilen bei 57 Minuten Fahrzeit. Und so weiter. Am Ende habe ich dann die komplette Strecke zusammengezählt. Es sind 154,3 Meilen, die ich von Lake Hammer Road brauche, um zu allen Tatorten zu gelangen. Bei den anderen Tatorten sieht es folgendermaßen aus. Blue Rock Springs Park 149,5 Meilen, Lake Berryessa 275,3 Meilen, Washington and Cherry 226,4 Meilen und Vernales Road 324,5 Meilen. Die kürzeste Strecke zu den Tatorten habe ich also, wenn ich von Blue Rock Springs Park starte. Aber zwischen Blue Rock Springs Park und Lake Hammer Road ist jetzt nur ein Unterschied von 4,8 Meilen. Wenn wir mit diesem Ergebnis zu unseren 3 Theorien zurückschauen, dann treffen hier gleich 2 Aussagen zu. Und zwar die dritte und die erste. Oder man kann auch sagen, die dritte bestätigt die erste. Denn wenn die ersten beiden Tatorte alles verraten, und wir haben hier festgestellt, dass Lake Hammer Road und Blue Rock Springs Park der Mittelpunkt der Tatorte sind, dann hat unser Killer also zuerst in der Nähe seiner Wohnung zugeschlagen und sich dann immer weiter von seiner Wohngegend entfernt. Dies würde bedeuten, dass der Killer aus Vallejo stammt, denn Blue Rock Springs Park liegt in Vallejo und auch der Lake Hammer Road ist nicht weit von dort entfernt. Der Killer also kommt höchstwahrscheinlich aus Vallejo. Wenn wir uns die Briefe des Täters angucken, sieht es so aus, als ob ein Kind diese Texte geschrieben hätte. Wir hatten ja festgestellt, dass er Rechtshänder ist. Einige Zodiac-Ermittler oder Experten sind deshalb der Meinung, dass der Kerl die Briefe mit der linken Hand geschrieben haben könnte oder er sogar beidhändig war, aber die linke Hand zum Schreiben nutzte. Sicher ist nur, dass er versuchte, seine richtige Handschrift zu verbergen. Ich habe mir auch meine Gedanken drüber gemacht, weil mir die Art und Weise, wie die Buchstaben geschrieben wurden, nicht fremd vorkam. Als ich die Briefe genauer studierte, bin ich dann drauf gekommen, wieso die Schrift so kindisch aussah. Das da oben ist meine Handschrift. Ich habe eine Schreibschrift. Und das da unten ist auch meine Schrift. Aber da ich nie in Blockschrift schreibe, sieht es so aus, als ob ein Kind es geschrieben hätte, der gerade anfängt, das Schreiben zu lernen. Der Killer schreibt womöglich normalerweise in Schreibschrift, aber um es zu vertuschen, hat er die Briefe in Blockschrift geschrieben. Der Name Zodiac, ein ungewöhnlicher Name für einen Serienkiller. Wie kam man wohl auf solch einen Namen? In der Astrologie bedeutet Zodiac Tierkreis. Um genau zu sein, soll es die Abfolge der 12 Tierkreiszeichen bedeuten. Es gibt auch eine Schweizer Uhrenmarke namens Zodiac. Das Markenzeichen sieht aus wie ein Fahnenkreuz und ähnelt dem Zodiac-Zeichen des Serienkillers. Deshalb nahm man an, dass der Killer seinen Namen von dieser Marke hatte. Ich ging bisher auch davon aus, dass es so wäre, bis ich dann im Internet auf etwas gestoßen bin, die anderen Hobbyermittlern aufgefallen ist. Und zwar gibt es einen Film von 1939, wo eine mysteriöse Person namens Dr. Zodiac einen falschen Hellseher spielt und seine Kunden zum Selbstmord treibt. Der Film heißt Charlie Chan at Treasure Island. Treasure Island ist, wie der Name schon sagt, eine Insel, die zufälligerweise noch in der Bucht von San Francisco liegt. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Charakter im Film ihn inspiriert hat, denn wenn wir uns den gesamten Zodiac-Fall angucken, ob es seine Briefe sind, seine Codes, der Mikado mit seinem schwarzen Humor oder sein Auftreten in Lake Berryessa mit dem beängstigenden Kostüm, dann stellen wir fest, dass der Kerl genau auf solche eigenartigen, finsteren Sachen stand. Zum Beispiel in dem Code, den die Hans geknackt hatten,
Hatte er einen Satz aus seinem Film zitiert, der von einer gestörten Person namens Graf Zaroff stammt, dessen Hobby es ist, Menschen zu jagen, weil der Mensch für ihn das gefährlichste Tier von allen ist? Die Ähnlichkeit zwischen diesem Graf Zaroff und das Kostüm von Zodiac in Lake Berryessa ist hier nicht zu übersehen. Und auch sein letzter Brief, der sogenannte Exorzistenbrief von 1973, zeigt, dass solche düsteren Horrorfilme genau seinen Geschmack trafen, auch wenn er den jetzt als die beste satirische Komödie bezeichnet, die er je gesehen hat. Aufgrund dieser Vorlieben würde ich sagen, dass er den Namen aus diesem Film aufgeschnappt hatte und die unheimliche Person namens Dr. Zodiac ihm als Vorbild diente. Täterbeschreibung. Was das äußere Erscheinungsbild angeht, lagen die Beschreibungen nah beieinander. Nur beim Alter gab es einige unterschiedliche Äußerungen. Das kann zum Teil daran liegen, dass einige Zeugen den Zodiac gar nicht zu Gesicht bekamen, sondern nur seine Stimme hörten. Und das Alter einer Person nur anhand der Stimme einzuschätzen, kann manchmal zu fatalen Fehleinschätzungen führen. Deshalb müssen wir hier bei der Auswertung der Zeugenaussagen besonders vorsichtig sein. Ich habe hier den Aussagen von 2 bzw. 3 Personen mehr Bedeutung beigemessen als die der anderen Zeugen, weil ich denke, dass ihre Auffassungen aufgrund ihrer Berufserfahrung zutreffender sind. Und zwar einmal von den beiden Polizisten, da sie über die nötigen Kompetenzen verfügen, und von Brian Hartnell, weil ich denke, dass er nicht nur gute Menschenkenntnisse, sondern auch einen scharfsinnigen Verstand hat. Brian Hartnell sagte, der Stimme nach schien er kaum älter als Mitte 20 zu sein, aber er würde ihn Mitte 30 schätzen. Und auch die Polizeibeamten schätzten ihn zwischen Mitte 30 bis Mitte 40 ein. Aufgrund ihrer und anderer Zeugenaussagen ergibt sich folgendes Bild. Der Killer ist stämmig gebaut, ungefähr 1,83 Meter bis 88 groß, 95 bis 100 Kilogramm schwer, braunes Haar mit rötlichem Schimmer, Bürstenschnitt, sein Alter zum Zeitpunkt der Taten zwischen 33 und 38 Jahre alt. Tatverdächtige. Laut Polizeiangaben gab es 2500 Verdächtige in diesem Fall. Der Hauptverdächtige war ein Mann namens Arthur Lee Allen. Es gab viele Indizien gegen ihn, von einer Zodiac-Uhr, die er trug, bis hin zum technischen Know-how, um eine Bombe zu bauen, wie der Zodiac es in seinen Briefen immer androhte. Aber die wichtigsten Beweise, wie zum Beispiel der Fingerabdruck oder die DNA, stimmten mit dem des Killers nicht überein. Auch einer der Polizeibeamten sagte, dass Lee Allen 50 Kilogramm schwerer ist als die Person, die er damals gesehen hatte. Der einzige, der ihn wiedererkannt haben will, ist Mike Mageau. Dazu muss man aber sagen, dass man Mageau erst 1991, also 22 Jahre nachdem er angeschossen wurde, ein Bild von Lee Allen zeigte. Zweifelhaft, ob man nach so einer langen Zeitspanne jemanden wiedererkennt, den man im Dunkeln wahrscheinlich nicht mal richtig sah, zumal er noch zu dem Zeitpunkt alkohol- und drogenabhängig war, was sein Erinnerungsvermögen noch zusätzlich beeinflusst haben dürfte. Ebenso hatte man auch Kerstin Jones Bilder von Verdächtigen gezeigt, darunter auch von Arthur Lee Allen, aber sie erkannte unter den Bildern nicht die Person wieder, die sie damals mitnahm. Ich habe ein Interview von Lee Allen gesehen und muss sagen, das, was wir bisher über den Zodiac-Killer durch seine Briefe oder durch seine Taten erfahren haben, passt charakterlich mit dem von Arthur Lee Allen überhaupt nicht zusammen. Der Zodiac-Killer würde niemals vor der Kamera weinen, dazu ist er zu abgeklärt und wie auch schon erwähnt, stimmten die wichtigsten Beweise wie der Fingerabdruck oder die DNA des Zodiacs mit dem von Allen nicht überein. Ein weiterer Verdächtiger war ein Zeitungsreporter namens Richard Gajkowski.
Gajkowski hat eine Ähnlichkeit mit dem Phantombild und auch sein Spitzname Geik taucht im Code des Killers auf, wobei der Spitzname von Gajkowski mit AIK geschrieben wird. Man hatte 2009 Nancy Slower, die Polizeibeamtin, die nach der Tat im Blue Rock Springs Park den Anruf von Zodiac entgegennahm, eine Tonbandaufzeichnung mit der Stimme von Gajkowski abgespielt, die von 1987 stammt. Sie will die Stimme von Gajkowski als die des Zodiacs wiedererkannt haben. Dies zu glauben, fällt mir schwer, eine Stimme nach 40 Jahren wiederzuerkennen, die man vielleicht noch nicht mal 30 Sekunden gehört hat, und dann noch bei ihrem Job, wo sie täglich zig Anrufe entgegennimmt, erscheint mir ehrlich gesagt sehr fragwürdig. Es gab noch weitere Verdächtige, gegen die ebenfalls intensiv ermittelt wurde, aber auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Vielmehr möchte ich Zodiac mit einem anderen Täter vergleichen, und zwar mit dem BTK-Killer. Der BTK-Killer war 31 Jahre der Strafverfolgung entkommen, bis sein unstillbares Verlangen, sich mitzuteilen, ihm sein Ende brachte. Warum ich den Zodiac mit dem BTK-Killer vergleiche ist, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden gab. Wenn wir den ersten Brief des Zodiac-Killers mit dem ersten Brief des BTK-Killers vergleichen, dann erkennen wir einige Gemeinsamkeiten. Beide beschreiben die Tatorte kurz und knapp, fügen absichtlich Rechtschreibfehler ein. Beide verlangten in ihren späteren Briefen nach mehr Aufmerksamkeit oder schrieben Gedichte. Im Gegensatz zum Zodiac aber nahm der BTK sogenannte Souvenirs seiner Opfer mit, sprich Schmuck, Kleidungsstücke, Führerschein etc. Er las regelmäßig Kriminalmagazine und ihm bereitete es genauso viel Spaß wie dem Zodiac, die Gesellschaft in Angst und Schrecken zu versetzen, mit der Polizei Katz und Maus zu spielen, sie also an der Nase herumzuführen. Während für den BTK das Hauptmotiv war, Menschen zu foltern, Macht gegenüber seinen Opfern auszuüben, Sex mit ihnen zu haben, war das einzige Tatmotiv des Zodiacs mediale Aufmerksamkeit. Er war besessen darauf, über seine Leistungen in der Zeitung zu lesen, deshalb bewahrt er wahrscheinlich Zeitungsberichte über seine Taten auf. Die Zeitungsausschnitte sind sozusagen seine Souvenirs. 1991 beging der BTK-Killer seinen letzten Mord und es sollte 13 Jahre vergehen, bis er wieder Kontakt mit der Presse aufnahm. Doch was brachte ihn eigentlich wieder dazu, in die Öffentlichkeit zu treten? Eine Zeitung, die Wichita Eagle, veröffentlichte einen Artikel in Gedenken an 30 Jahre, die vergangen sind, an seine ersten Opfer und konzentrierte sich dann auf die Bemühungen eines Staatsanwaltes, der sich vorgenommen hatte, ein Buch über ihn, also den BTK-Killer, zu schreiben. Wie Dennis Rader, der BTK-Killer, wie er bürgerlich hieß, darauf reagierte, lesen wir in dem Buch von John Douglas und Johnny Dodd das Profil eines Mörders, die Jagd nach dem BTK-Killer. Rader las den Artikel und war, wie er später im Verhör erzählte, empört darüber, dass irgendein besserwisserischer kleiner Staatsanwalt ein Buch über ihn schreiben wollte. Er fühlte sich von der Vorstellung zwar geschmeichelt, aber er wollte verflucht sein, wenn er es zulassen würde, dass dieser Typ das letzte Wort über sein Lebenswerk haben sollte. In diesem Moment beschloss Rader, seine eigene verdammte Geschichte zu schreiben und alles zu erklären. Wie er vorging, wie er seine Opfer auswählte, wie er von einem Projekt zum nächsten sprang. Er wollte die Dinge richtigstellen und die Gemeinde Wichita gleichzeitig daran erinnern, dass ihr berüchtigter Markenzeichen immer noch lebendig und aktiv war. Der Grund also, warum er wieder in Erscheinung trat, war, dass jemand ein Buch über ihn schreiben wollte und er der Meinung war, dass nur er das Recht dazu hätte, da er die Beweggründe seiner Taten am besten wisse. Es gibt keinen Menschen, der hundertprozentig einem anderen Menschen gleicht, selbst wenn er versucht, ihn zu kopieren oder nachzuahmen. Die Mordmotive zwischen dem Zodiac und BTK unterscheiden sich zwar, aber sie sind vom selben Tätertyp, das heißt, der Kern ihrer Gedanken ist identisch. Deshalb gehe ich davon aus, dass auch der Zodiac Gedanken darüber hegt, ein Buch über sich zu schreiben, denn wer außer er
war dazu in der Lage, das letzte Wort in diesem Kapitel zu schreiben. Als ich das erste Mal in den USA war, ist mir schon am Flughafen aufgefallen, dass die Polizisten dort so stämmig gebaut sind. So eine Mischung aus fett und muskulös. Und wenn wir uns den gesamten Zodiac-Fall angucken, dann kommen wir nicht um die Erkenntnis herum, dass der Kerl ein Polizeibeamter gewesen sein könnte. Da wir durch die Wohnortbestimmung festgestellt hatten, dass er höchstwahrscheinlich aus Vallejo kam, wollte ich gucken, wo und wie viele Polizeistationen es dort in der Nähe gibt. Die Suchmaschine spuckte mir unter anderem folgende Ergebnisse aus: Vallejo Police Department, Solano County Sheriff's Office und CAP Golden Gate Division. Als ich wissen wollte, was CAP bedeutet und auf die Webseite drauf ging und es dann sah, hat es bei mir Klick gemacht. Die Tatortanalysen, die Täterbeschreibungen, die Täterprofile, alles jetzt hatte einen Sinn ergeben. Wir haben das Jahr 1970. Es gibt keine Navis, keine Handys. Für den Killer aber stellte das alles kein Problem dar. Er wusste, wie er nach der Tat am schnellsten verschwinden konnte. Ein normaler Streifenpolizist kennt sich vielleicht nur in seinem Bezirk gut aus. Aber ein Highway Patrol Officer, also ein Autobahnpolizist, kennt die Straßen wie kein zweiter. Er weiß am besten, wie er am schnellsten von A nach B kommt. Er weiß am besten, wo die Polizeistation und ihre Zuständigkeitsbereiche liegen. Und für einen Autobahnpolizisten von damals dürfte eine Reifenmontage, wie es bei der Entführung von Kerstin Jones der Fall gewesen war, wohl das geringste Problem dargestellt haben. Und falls es Ihnen schon mal aufgefallen ist, wenn man in Filmen einen Highway Patrol Officer sieht, da stechen sofort zwei Sachen ins Auge. Und zwar einmal die Sonnenbrille. Erinnern wir uns an Lake Berryessa, was Brian Hartnell damals sagte, dass der Kerl unter der Kapuze eine Sonnenbrille trug. Und einmal die blank polierten Schuhe, die auch Kerstin Jones damals im Auto aufgefallen sind. Unser endgültiges Täterprofil lautet also: ein Highway Patrol Officer, zwischen 1,83 Meter und 88 groß, 33 bis 38 Jahre alt zu der Tatzeit, kommt aus Vallejo, hat Erfahrung mit Verschlüsselung gehabt, schreibt womöglich in Schreibschrift und spielt mit dem Gedanken, ein Buch über sich, also über den Zodiac Killer, zu veröffentlichen. Nachdem ich die Arbeiten am Täterprofil abgeschlossen hatte und nach einiger Zeit wieder im Internet über den Zodiac Killer recherchierte, stieß ich auf einen Artikel, das mir fast den Atem verschlagen hätte. Konnte das wirklich wahr sein? In dem Artikel stand, dass ein ehemaliger Highway Patrol Officer ein Buch über den Zodiac rausgebracht hatte. Ich wollte wissen, wer dieser Typ war und habe versucht, mehr über ihn zu erfahren und bin dabei auf einige sehr interessante Sachen gestoßen. Der Kerl ist 2016 im Alter von 83 Jahren verstorben. Zu der Tatzeit 1969 war er also 36 Jahre alt. Er war 58 Jahre verheiratet, lebte in Vallejo und hatte zwei Kinder, eine Tochter, 61, und einen Sohn, der 57 ist. 1970, als Kerstin Jones entführt wurde, waren sie also 11 und 7. Erinnern wir uns daran, was Kerstin Jones damals gesagt hatte? Dass sie Kinderkleider im Auto sah, wie 10- bis 12-jährige Kinder sie trugen. 1952 trat er für 4 Jahre der United States Air Force bei und war davon 3 Jahre aufgrund des Koreakriegs in Japan stationiert. Seine Hauptaufgabe dort, jetzt halten Sie sich fest, Codes
abzufangen und zu dechiffrieren. Wir können also sowohl die Militärstiefel, die Wingwalker Abdrücke in Lake Berryessa, als auch die Codes des Zodiacs mit ihm in Verbindung bringen. 1964 ging er zur California Highway Patrol und war dort 28 Jahre tätig. Ich habe sein Buch durchgestöbert, in der Hoffnung, einen handgeschriebenen Text von ihm zu finden und wurde auch fündig. Und siehe da, der Kerl hatte tatsächlich eine Schreibschrift, so wie ich es bei dem Zodiac Killer vermute. Und nicht nur das, er kann auch in Druckschrift schreiben, wie wir das hier sehen. Als ich die Phantombilder mit seinem Gesicht verglich, stießen mir die Nackenhaare über die verblüffende Ähnlichkeit auf, und zwar mit beiden Bildern. Aber beim Vergleich mit Phantombildern muss man immer vorsichtig sein, denn sie weisen eine Ähnlichkeit mit vielen Menschen auf. Deshalb habe ich nach einem Bild gesucht, die eine Nahaufnahme seines Gesichtes zeigt, weil Cassian Jones damals gesagt hatte, dass ihr Entführer eine Narbe am Kinn hatte. Ich habe auch hier ein Bild gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob es eine Narbe oder aufgrund der Alterserscheinung eine Falte ist. Aber wenn ich mich nicht täusche, sieht das eher aus wie eine Narbe. Das wäre dann noch ein Detail, was mit dem Zodiac übereinstimmen würde. Auch der Brief an den Zeitungsreporter Paul Avery, in dem er statt Avery schreibt, könnte eine Andeutung auf seinen Namen gewesen sein. Wenn wir also auf unser Täterprofil zurückschauen, dann sehen wir, dass vieles auf diesen Kerl zutrifft. Ob er aber tatsächlich der Zodiac Killer war, können am Ende nur die Experten bestätigen. Bis dahin bleibt dieser Fall und die Akte ungelöst.